Moin! Moin, liebe Leute aus dem Internet. 14 Tage bin ich jetzt mit dem TOC gefahren. Mit dem TOC T10X. Das Auto habe ich freundlicherweise als Pressewagen zur Verfügung gestellt bekommen und habe den jetzt wirklich auf Herz und Nieren getestet. Ich bin mit dem Auto zur Arbeit gefahren, ich bin mit dem Auto zum Einkaufen gefahren, ich bin mit dem Auto nach Berlin gefahren, ich bin mit dem Auto Laden gefahren. Also alles, was man so in 14 Tagen macht. Ich habe meinen EQS zur Seite gestellt und habe 14 Tage nur den benutzt. Und ja, dazu habe ich viele Videos gemacht. Ich habe ein Video gemacht von der Fahrt nach Berlin, wo ich zum deutsch-türkischen Automobilgipfel gefahren bin. Ich habe ein Video gemacht zum Laden. Ich habe ein Video gemacht zum Innenraum. Ich habe ein Video gemacht zur Bedienung, die ganze Software. Ich habe also verschiedene Sachen thematisiert. Ich habe ein Video zu den Assistenzsystemen nochmal gemacht. Dazu eigentlich sogar 2, aber da komme ich noch zu. Und was ich erstmal schon sagen muss, hier kann man nicht klassisch so wie sonst sagen, oh, das Auto ist so und dies und das und jenes, sondern ich will es eigentlich aufteilen in 2 Bereiche. Ich habe hier einmal die Hardware, bum bum, solide Technik, die ich hier schon mal jetzt, wo ich jetzt schon mal sagen kann, die ist gut. Das ist ein gutes, solides Auto, was eine hohe Sicherheit gibt und auch einen super Fahrkomfort. Also jetzt vielleicht nicht in der allerersten Spitzenklasse, weil er vielleicht keine Massagesitze hat, weil er keine Luftfederung mit Hinterachslenkung und sowas hat, wie ich das jetzt zum Beispiel aus dem EQS kenne. Aber dafür kannst du, für einen EQS kannst du 3 hiervon kaufen. Das ist der Unterschied. Preis-Leistung ist der Hammer. Das Auto kostet, der Testwagen hier, der ist voll ausgestattet mit dem großen Akku, mit langer Reichweite, mit allen möglichen Paketen, mit Winterpaket und veganes Leder und hast du nicht gesehen, kostet 46.250 €. Und wenn man jetzt ein bisschen weglässt, dann kommt man eben halt gar nicht so viel günstiger, weil die Pakete nicht viel Aufpreis kosten. Aber das könnt ihr auf der Preisliste hier selbst angucken. Die technischen Daten blende ich hier unten in der Bauchbinde ein, weil ich kann mir die sowieso nicht alle merken und ich will ja nicht die ganze Zeit mit dem Zettel hier stehen und ablesen. Ich will euch nur so mal kurz sagen, ich habe es ja schon gesagt, was an der Hardware eventuell fehlt. Ne? Also wie gesagt, die Allradlenkung und Luftfederung und vermisst man aber auch nicht, weil das Auto fährt einfach gut. Er fährt sicher, er fährt komfortabel, also auch kleine Unebenheiten, Kopfsteinpflaster oder auch Autobahn. Läuft gut. Das Auto ist auch von innen sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, die Qualitätsanmutung ist klasse. Das ist jetzt so alles irgendwie schön fest, da knarzt nichts, da knistert nichts, da bewegt sich nichts, was sich nicht bewegen soll. Es wurde zwar Kunststoff verbaut, aber auch in einer Art und Weise, dass einem das gar nicht so auffällt. Also gut gemacht, sehr gut. Was ich vielleicht noch vermissen könnte, wäre schön, wenn er einen Frunk gehabt hätte, hat er nicht. Das ist eben, hier drunter ist nur Technik. Und hinten das Ladekabel ist dann unter so einer Klappe. Das ist dann manchmal ein bisschen unpraktisch. Wäre schön, wenn es hier vorne wäre. So. Aber das ist es dann auch schon mit dem Gejammer. Ne? Also ich kann da gar nicht viel zu sagen. Dann das Design, ich meine, wirklich schön. Die Farben, die Form, alles irgendwie nicht abgespaced, aber auch nicht, also so wie es, ich finde, es trifft den Geschmack. Und das habe ich ja auch in dem kurzen Intro-Video schon gemerkt, wo ich ja immer nur rumgelaufen bin ums Auto. Könnt ihr euch ja auch nochmal angucken, ist hier mit in der Playlist, dass ihr das Design von oben, von außen nochmal seht. Außer vielleicht in meinen ganzen anderen Videos. Es trifft den Geschmack, denke ich mal. Dann haben wir hier, ich sag mal, ein bisschen natürlich, das Auto kommt aus der Türkei und man kann nicht verleugnen, dass die Zielgruppe sicherlich auch türkische Mitbürger sind oder ja, die Türken, die eben halt vielleicht in der ersten, zweiten, dritten Generation hier in Deutschland leben. Kriegen hier so ein paar Grüße aus Anatolien. So zum Beispiel die Tulpe habe ich gelernt, was Anatolisches. Und die findet sich dann in ihrer Form
in den Felgen wieder, in dem Kühlergrill und innen auch in dem Sitzdekor ist also die Tulpe so ein bisschen verarbeitet. Ferner ist da drin auch so eine kleine Kunstgalerie zu aktivieren. Das ist auch eine App da drin. Da kann man sich jetzt alle möglichen Künstler und künstlerischen Sachen anzeigen lassen. Das Auto wird also zur Kunstgalerie. Und es ist natürlich türkisch beeinflusst. Das lässt sich nicht verleugnen. Was aber auch schön ist. Also ich finde es gut. Warum die Herkunft verleugnen? Ich sage, TOK, Türkei, ihr habt hier ein Ding auf den Markt gebracht. Hammer. Wenn ich an die ersten Autos denke, die irgendwie aus damals, ich meine, aus Japan hierher kamen und die haben da vorher schon lange Autos gebaut. Das waren so komische Kisten, die passten uns nicht, die waren so klein und klapperig. Dann kamen Autos irgendwann aus Korea und so, die waren schon besser. Die Chinesen, die ersten, ich denke noch an Brilliant und wie diese Marken hießen, auch Verbrenner damals meine ich noch. Die sind bei den Crashtests durchgefallen. Dann die ersten elektrischen Chinesen piepen und bimmeln und was. Okay, die haben das jetzt alles verbessert und so, aber haben alle irgendwie gestruggelt, haben erstmal irgendwie alle Sachen geliefert hierher, die auf dem ersten, ja, und auch auf den zweiten Blick nichts tauchten. Jedenfalls nicht für den deutschen Markt. Hier trifft das nicht zu. Der ist solide und der ist fertig für den deutschen Markt. Den könnt ihr hier so nehmen und kaufen und fahren. Und habt damit keinen schlechten Deal gemacht. Jetzt komme ich zur Software. Und da ist es so, das Auto, TOK sagt ja auch selbst, das ist ein Smart Device. Also im Prinzip ein Smartphone auf Rädern, ein Smartphone, wo ihr euch reinsetzen könnt. Und der Vergleich trifft es eigentlich auch schon. Also es gibt dazu, ich habe dazu ein langes Video gemacht, wo ich nur die Bedienung und alles im Einzelnen zeige. Eigentlich alles auch nur so schnell, aber es war schon eine Stunde. Also wer sich das angucken möchte, verlinke ich hier auch im Video gerne. Das ist einfach unglaublich, was das Auto alles so in der Bedienung jetzt hat und kann. Kleiner Downside ist da, dass dann eben viel Touch und wenig Schalter sind. Ja? Obwohl die wichtigsten Funktionen genial gelöst sind mit diesen Lenkstockhebeln da. Das ist schon klasse. Aber ja, und jetzt ist das Problem bei dem zweiten Teil, bei der Software, da kommen Updates. Ich habe auf der Fahrt nach Berlin habe ich mich beschwert, dass das Navi so von der Anzeige her nicht so optimal ist. Dann dann hat das Spurhaltesystem, dieses automatische Spurhaltesystem, schlecht funktioniert. Das war mir nicht, ich fühlte mich da nicht gut, nicht sicher. Das habe ich deaktiviert, weil das immer so ruckartig bewegt hat. Ja, und kurze Zeit später war das repariert, war das gefixt, sozusagen über die Software. Ich habe Software-Updates gemacht, auch dazu habe ich ein Video gemacht. Zum Teil muss man die Updates selber einspielen oder anstoßen. Zum Teil geht das automatisch over the air. Also ich glaube, das geht aber mehr in die Richtung, dass das zukünftig nur noch over the air geht. Aber ich habe dort tatsächlich so ein Betriebssystem-Update gemacht und ja, dazu habe ich eben halt im Video meine Erfahrung dazu. Das war schon so ein bisschen so, ja, wieder wie beim Smartphone. Ihr kennt das, ihr sagt, oh, okay, heute Nacht oder so, wenn das Smartphone voll geladen ist, dann mache ich ein Update, dann am nächsten Tag muss man sich wieder neu anmelden und dann hat man viele neue Funktionen. Und so ist es hier auch. Und das macht es mir als YouTuber natürlich ein bisschen schwer. Mein Berlin-Video oder auch mein Bedienungsvideo, also einige Sachen davon haben sich schon wieder überholt, weil sie sich geändert haben. Ich habe das dann eben halt auch, da habe ich jetzt das Problem, deshalb werdet ihr in meinen Videos sehen, dass ich ab und zu, wo ich irgendwas erkläre, cut und dann sagt, nein, sorry, das ist jetzt so, das ist jetzt anders. Das hat sich zum Glück alles immer verbessert. Also Hardware, Software, zwei Seiten hier. Smart Device eben. Ein Auto, was anders ist als andere Autos in dieser Beziehung. Es ist ein vom Preis-Leistungs-Verhältnis wüsste ich jetzt im Moment nichts Besseres. Das mag jetzt sein, dass die Preise sich irgendwann mal ändern, aber im Moment ist es so, dass eben halt ihr hier für dieses Geld so viel Auto bekommt, eine super solide
ausgereifte Hardware. Hier ist nichts irgendwie, wo ich sagen würde, oh, das geht gar nicht, sondern ja, alles gut. Das Auto ist für viele Jahre, ich sag mal, hardwaremäßig auf dem neuesten Stand. Ja, die einzigste Sache, die noch so ein bisschen, die sich zeigen muss, ist jetzt das Vertriebs- und Servicenetz. Da ist TOC ja noch im Aufbau. Da fehlt noch ein bisschen was, aber da sind sie halt auch dabei, das massiv auszubauen. So jedenfalls die Ansage von dort. Und das werde ich natürlich dann auch beobachten und gegebenenfalls zu anderer Zeit darüber berichten. Auch wenn dann im nächsten Frühjahr dann der T10F kommt. Das heißt, es ist dann die Coupé-Variante davon. An dieser Stelle möchte ich euch um eure Kommentare bitten, was ihr von diesem Konzept von TOC haltet. Dass einmal die Hardware und die Software im Prinzip ein bisschen anders dargestellt wird. Die Hardware bleibt, die Software ist im Flow. Ein Smart Device mit vielen Möglichkeiten. Ihr habt ja jetzt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich das Software-Video noch gar nicht gesehen mit den einzelnen Bedienungen und deshalb solltet ihr auch meinen Kanal abonnieren und auch diese Erinnerungsglocke mit anklingeln, dass ihr mitkriegt, wenn ich dann diese Videos online stelle, weil ich habe jetzt ja, 2 Wochen lang die Kamera fast immer laufen gehabt und das ist natürlich viel Material, da muss ich viel schneiden. Ich habe auch schon vieles fast fertig, aber ich werde das natürlich jetzt peu à peu Woche für Woche veröffentlichen und deshalb kriegt ihr das dann eben halt scheibchenweise und wenn ihr das Video jetzt irgendwann seht, ja, später, dann ist das natürlich alles schon in dieser Playlist drin. Das weiß ich jetzt nicht, wann ihr das seht. So. Denn nach Hause zum Schneiden. Das war mein Fazitvideo. Euer Buchhalter. Tschüss.